und willkommen in meiner Küche. Wann habt ihr das letzte Mal eine geschmacklich herausragende Champignonsuppe gegessen, von der ihr sicher sein konntet, dass sie keine Geschmacksverstärker enthielt und die aus frischen Champignons hergestellt war? Die Suppe, die ich heute koche, wird euch alles bisherige vergessen lassen. Und das Beste ist, es ist im Grunde genommen ganz einfach. 250 Gramm Champignons werden gesäubert, das heißt, sie werden nicht abgewaschen, sondern die Unreinheiten werden abgebürstet. Bevor weitergearbeitet werden kann, muss aber noch die Unterlage gereinigt werden. Zunächst bereite ich die Garnitur vor, also die Champignons, die oben auf der Suppe schwimmen. Dafür werden ungefähr 50 Gramm der Champignons verwendet. Das Füßchen wird gekürzt und dann wird der Pilz in feine Scheiben geschnitten. Das kann man auch mit einem Eierschneider machen. Der Topf, in dem ich später die Suppe kochen werde, wird schon mal erhitzt. Sobald er Temperatur erreicht hat, gebe ich etwas Rapsöl hinein und brate die Champignonscheiben darin an. Sie sollen nur kurz anbraten und nicht ihre ganze Feuchtigkeit verlieren. Bei mir hat das nur 1 Minute gedauert. Ist das geschehen, werden sie in einen Behälter gegeben und zur Seite gestellt, bis ich sie zum Anrichten benötige. Eine meiner Suppenschalen fasst 300 Milliliter. Zusätzlich zu den Pilzen benötige ich also 600 Milliliter Wasser oder Brühe. Die restlichen Pilze fülle ich in einen Standmixer. Dazu gebe ich die soeben ermittelte Wassermenge sowie einen halben Teelöffel Nelkenessig und etwas Salz. Die Säure verhindert Oxidation und unterstützt außerdem die geschmackliche Komplexität der Suppe. Den Mixer lasse ich ca. 1 Minute auf höchster Stufe laufen. Die Pilze sollen vollkommen zerkleinert werden, ähnlich einem Fruchtsmoothie. Diese Flüssigkeit gieße ich nun in den Topf, in dem ich zuvor die Pilzscheiben angebraten hatte. Der Topf ist noch heiß und es zischt ein bisschen, aber umso schneller kocht die Flüssigkeit. Die Farbe ist normal und auch der Schaum, der sich auf der Oberfläche absetzt, ist nicht ungewöhnlich. Beides wird sich im Laufe des Garprozesses noch ändern bzw. verschwinden. Die Suppe wird gesalzen, gepfeffert und umgerührt. Ich lege den Deckel auf, damit sie schneller zum Kochen kommt. Ist das der Fall, nehme ich ihn ab und lasse sie unbedeckt 10 Minuten bei mittlerer Hitze kochen. Die Zeit nutze ich, um 2 Scheiben Toastbrot oder Brioche rund auszustechen und die beiden Kreise anschließend in etwas Fett auf beiden Seiten anzurösten. Sind sie schön braun und knusprig, stelle ich sie zur Seite. Zum Andicken der Suppe gebe ich einen Esslöffel Maisstärke und einen Esslöffel Dinkelmehl in eine kleine Schüssel und füge ungefähr 2 Esslöffel Wasser hinzu. Alles wird sorgfältig verrührt. Die 10 Minuten Kochzeit sind um und die Suppe kann angedickt werden. Ich schütte die Mischung unter ständigem Rühren in die kochende Suppe. Wenn sich doch Klümpchen gebildet haben sollten, so wie hier, nehme ich einen Zauberstab und püriere alles noch einmal durch. Fett ist ein unproblematischer Geschmacksverstärker, deswegen kann man noch Sahne in die Suppe geben sowie ein Stück Butter. Wer keine tierischen Fette nehmen möchte, nimmt etwas Öl oder wer mag Kokosfett. Die Suppe ist nun fertig. Jetzt muss sie nur noch angerichtet werden. Meine Schalen habe ich vorgewärmt und auch die Brotscheiben werden in der Pfanne noch einmal aufgewärmt, ebenso die Pilze. Die Suppe wird in die Schalen gegeben, das Brot wird in die Mitte gesetzt und darauf gebe ich die Pilzstückchen. Verziert wird mit ein klein wenig Schnittlauch oder einem anderen Grünzeug wie zum Beispiel Kresse. Wer mag, kann noch etwas süße Sahne drumherum verteilen. Ich fand es nicht so besonders schön, weswegen ich die Sahnetropfen noch mit einem Zahnstocher aufgelockert habe. Fertig. Die Suppe ist wunderbar cremig und pilzig, denn dadurch, dass die rohen Pilze vor dem Kochen quasi in einen Smoothie verwandelt worden sind, kann sich ihr Geschmack voll entfalten. Die frisch angebratenen Pilze und das Brot beschäftigen nicht nur die Zähne, sondern auch die Aufmerksamkeit der Hand. Aber das Brot zu zerteilen geht ganz einfach, denn es saugt sich mit der Suppe voll und wird ganz weich. Wer auf das Brot verzichten möchte, gibt die Pilze einfach so in die Suppe. Ich hoffe, ihr probiert dieses Rezept einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und wie immer, guten Appetit!